70.474 Euro. Andreas sagt immer, warte mal, denn du bist nicht der absolute Kastenwagen-Spezialist, obwohl ich das Gefühl habe, dass du es bist. Du hast aber ich glaube 3 Verkäufer, die nur Kastenwagen machen bei dir, wo die wirklich, also ich glaube, jede Frage beantworten können, aber bisher konntest du jede Frage beantworten. Das sind nur 2, die nur Kastenwagen... Mit dir? Okay, dann sind es 3. Ja, genau. Also wir haben 2 Kollegen im Haus, die machen speziell das Thema Kastenwagen bei uns im Haus und die kennen jedes einzelne Fahrzeug, was hier steht. Die wissen aber auch aus dem Kopf, die kannst du nachts um 3 Uhr wecken, haben wir den und den und den da. Dann wissen die, ja, das ist der und der hat die und die Nummer. Das weiß ich natürlich Also am Telefon, wenn einer anruft und sagt, habt ihr Kastenwagen? Über alle Kastenwagen, die wir sprechen, die sind käuflich zu erwerben. Ja. Das Besondere ist, viele Händler haben ja so einen Bestand, den die erst am Ende des Modelljahres abgeben. Ja. So, das ist hier nicht so. Das heißt, du kannst also die Autos, die wir filmen, kaufen. Genau, wir kriegen also, wie sagt man so schön, genug Futter nach. Kommt, möchte ich sagen, täglich, aber wöchentlich kommen reichlich neue Fahrzeuge rein und deswegen können wir eben auch den Bestand, der hier steht, auch gleich abverkaufen. Ja, wir werden gleich ganz viele Neuheiten erfahren. Fiat Ducato 8, das neue Raumbad werden wir sehen mit der neuen Türe. Wir haben hier einen genial geformten Spoiler, denn seit einem Jahr oder etwas über einem Jahr verkauft Carthago Aufstelldächer aus eigener Fertigung mit integriertem Licht und allem drum und dran. Genau. Und wieder eine Option mehr, kostet zwar ein bisschen Geld, aber viele sagen sich, mein Gott, man lebt ja nur einmal. Ja, also der Family 44 kostet, also diese Aufstellgeschichte kostet bei 4.000 Euro mehr und bringt 105 Kilo zusätzliches Gewicht mit ins Auto rein. Auch wenn ich jetzt nicht der Fachmann für Malibu bin, das weiß ich so gerade noch. So, ich guck mal gerade. Also hier haben wir ein 4-Tonnen-Fahrzeug. Genau. 3,5 wäre unseriös, ja, ne? Also ein Family 44, also mit dem Aufstelldach, den als 3,5 Tonner zu bringen, das wäre unseriös, das hast du schon. Das ist ganz wichtig, weil der ist zwar, ich sag mal, 3.080 Kilo, man könnte ihn ablasten, aber dann darf ich nur allein fahren, ne? Dann darf ich nur alleine fahren oder die Zuladung ist wirklich so beschränkt. Ich möchte auch schon mal, ich sag mal, die meisten haben E-Bikes mit dabei, das sind schon gleich 50 Kilo, wenn ich 2 Räder mitnehme. Also das fände ich ein bisschen zu eng. Also ich finde, ein 44 sollte immer als 4-Tonner genommen werden. Auch wenn man ihn vielleicht im Nachgang ablastet. Ich habe jetzt nicht nur, dass ich 4 Tonnen im Papier stehen habe, weil der 4-Tonner ist ja auch tatsächlich ein ganz anderes Auto, eine andere Bremsanlage, anderes Alles schon eingebaut. Andere Blattfeder hinten drin. Ich habe Sicherheitsreserven, die ich beim 3,5 Tonner eventuell nicht mehr habe, wenn er überladen ist. Der fährt butterweich, weil er eben Beladung hat. Das heißt, der springt nicht so rum. Ich habe ja kein Dämpferelement da drin in der Blattfeder, sondern das ist schon ordentlich. Der Fahrkomfort ist auf Pkw-Niveau. Ja, annähernd, genau, richtig. Also das Auto lässt sich schon fast fahren wie ein Pkw, das ist richtig. So, Fiat Ducato 8, wir zeigen mal. Die Einstiegsstufe optional, nehme ich an. Nein, um Gottes Willen, die ist natürlich serienmäßig. Wie soll man sonst da reinkommen? Ich meine, wir 2 schaffen das noch, aber wir haben ja auch Kunden, die sind schon ein bisschen älter. Da kann man also jetzt bequem einsteigen. Vor allen Dingen ist es eine breite Stufe, wo ich auch jetzt hier, ich sag mal, fast drauf hin und her laufen kann. Und ich habe 105 Kilo. Da macht die sich jetzt auch nicht müde für. Da könntest du noch mit dazukommen, Sven, aber du bist ja eh nicht schwerer wie ein nasser Schäferhund. Von daher ist das jetzt keine Belastungsprobe, wenn du dazukommst. Das merke ich mir. So, und jetzt gucke ich mal gerade. Hier vorne siehst du natürlich, es ist nicht ganz so hell, weil ein Heki fehlt. Ja, genau. Das ist natürlich dem Aufstelldach zu verdanken. Aber wir werden gleich mal das kleinste Heki der Welt zeigen, nämlich im Heck, wenn wir es da haben. Fahrzeug ist doch sehr ähnlich zu dem, was wir schon gefilmt haben zum ersten. Das ist im Grunde genommen genau das gleiche Fahrzeug wie das, was wir uns eben angeschaut haben. Ich glaube, der hat da sogar die gleiche Stilwelt drin, Sherry Style. Das ist eigentlich exakt das gleiche Auto, außer dass er jetzt schon eine Markise montiert hat. Ja, die Markise ist mit drauf. Ja. Wir wollen das Auto mal zeigen. Es kostet jetzt 70.000 Euro. Das ist eine Wertanlage natürlich, die du hier hast. Du hast im Moment kaum gebrauchte aktuelle Modelle, muss man sagen. Also die zurückkamen. 21er gebraucht irgendwas? Gebraucht einen gebraucht. Warum? Warum hast du einen? Der hat einen Carthago bei uns gekauft, also ein Reisemobil. Also jetzt nicht nur der von Pia, wir haben noch einen anderen hier stehen. Wir haben jetzt 2 gebrauchte Malibu Vans hier stehen, nach meinem Kenntnisstand. Wie gesagt, also meine Jungs aus dem Verkauf, die wissen das sofort aus dem FF, müsste aber so sein, ja. So, das Fenster kannst du aufstellen, oder? Das große. Das Fenster ist aufstellbar. Genau, wenn du mir das einmal zeigst, bitte von innen. Mach mal zu, dass wir das mal sehen. Denn ist es nämlich so, wenn du kochst, und das haben wir, glaube ich, noch nie gezeigt, dann hast du ein riesen Aufstellfenster, was hier dabei ist und was direkt als Entlüftung für die Küche dient. Hallo Andreas. Ganz genau, so kannst du dann jetzt quasi noch ganze Reibekuchen kannst du backen, kannst du Reibekuchenverkauf machen oder sonst irgendwelche Sachen halt. Ich hätte gerne einmal Pommes rot-weiß. Pommes rot-weiß, kein Problem, Sven, mache ich dir sofort. Ja. Sehr schön, so, dann mach noch mal zu, dass wir das mal sehen. Also das Fenster ist integriert
in der Tür. Dann hat die Tür auch eine ordentliche Dämmung. Wir werden jetzt mal auf den Zugknalltest verzichten. Im Fliegengitter bitte mal zeigen. Ja, natürlich. So, das ist da. Fliegengitter auch vernünftig gegen Wind geschützt jetzt so, dass das also nicht gleich kaputt geht. Dann hast du hier nochmal schön diese Arbeitsplatzvergrößerung, sodass man hier auch nochmal Sachen ablegen kann. Hier habe ich meine Lichtschalter halt dementsprechend mit dem Schalter für die Trittstufe. Dann habe ich hier im vorderen Bereich, wo die Vordersitze verbaut sind, nochmal ein Podest, was zum einen dazu dient, dass ich als Beifahrer auch vernünftig drin sitzen kann und die Beine nicht in der Luft baumeln. Das kann ich aber auch hochklappen, habe hier ein großes Staufach drunter, wo man allerhand nützliche Utensilien unterbringen kann oder auch Bochtechnik nochmal zusätzlich verbauen kann. Der Tisch hat natürlich hier nochmal so einen Ausklappmechanismus, sodass ich auch als Beifahrer hier dementsprechend nochmal mich da hinsetzen kann. So kann ich also mit 4 Personen im Grunde genommen halt dementsprechend sitzen. Und es gibt eine Option, wo ich den Tisch aushängen kann und hänge den draußen an. Ich kann hier ein Bett bauen noch mit dem Tisch? Ja, es gibt eine sogenannte umbaubare Schlafmöglichkeit. Macht jetzt nicht unbedingt beim Family 4 Sinn, aber das gibt es generell. Muss man gesehen haben, ist keine ideale Lösung. Für einen Notfall reicht es. Also wenn ich mit regelmäßig mit mehr wie 2 Personen in einem Van fahren möchte, würde ich definitiv ein 4 nehmen. Das Dach, das merkst du ja eigentlich gar nicht, ob es da drauf ist, außer vom Gewicht her und vom Geld. Ja, das ist klar. Also die Option macht sich natürlich dann später auch im Wiederverkauf bemerkbar. Ja. Ganz beliebt diese Fahrzeuge hier für den Einsatz im Sommerurlaub. Wenn du damit natürlich in Südfrankreich auf so einen kleinen, da gibt es ja viele Campingplätze in so Pinienwäldern, die du hast, wo du kein Hochdach verwenden kannst. Toskana auch. Toskana, da kommst du überall mit hin. Du kommst an jeden Strand mit dem Teil. Das ist so, ja. Du bist auch natürlich als Camper mit so, weißt du, Kinderzelt, was du da bist, unglaublich beliebt, was du hier hast. Ja? Das heißt also, du bist nicht so der typische große, weiße Ware, teilintegrierte, sondern du hast noch ein bisschen so diesen, wie soll ich sagen, diesen Indiana Jones Charakter ja, im Malibu. Diesen Explorer-Style, ne? Ja, genau. Korrekt, ne? Also hier auch schön dann, wo die Gurte drunter zusammenlaufen, nochmal schön so ein Sichtschutz mit dem Malibu-Brand drauf. Also man hat hier schon so ein bisschen Liebe fürs Detail. Hier gibt es nochmal 2 so kleine Regale, wo man nochmal so ein, ich sag mal so Kleinkram unterbringen kann. Wenn man die Option Vorbereitung TV nimmt, fallen diese beiden Regale weg, weil das Fernsehen kommt hier hin, was auch dann mit einem Auszug ist, sodass man auch vom Schlafzimmer aus Fernsehen gucken kann. Ja, phänomenal. Immer wieder die Arbeitsplattenerweiterung bitte ganz schnell mal zeigen. Und schon gezeigt. Hast du schon gezeigt? Ja. So, wir haben so viel und dann nochmal zurück. Und die Tiefe der Schränke, denn der Kühlschrank hier, man nennt das auch der Endlosblick, bis nach Amerika kann man blicken. Ja, nämlich, fast. Weil der Kühlschrank nämlich nach unten gebaut ist. Genau, Zeig mal bitte. Halt, ne? Kühlschrank ist jetzt unten, ist dann immer ein Kompressorkühlschrank. Und so habe ich eben diese offene Blickachse von Genau, setz dich mal hinten drauf bitte. Von vorne nach hinten. Und wenn du jetzt mal gerade dich mal hinten reinlümmelst, du hast ja da vorne noch ein bisschen Kunststoff, da kannst du die Beine drauflegen, dass wir das mal sehen. Du wärst jetzt quasi der Andreas mal rein und machst mal gerade ein Nickerchen. Mit 1,82. Mit 1,82 bist hier drin. Ich kann jetzt meinen Mann von vorne beobachten, dass du auch ja keine Dummheiten machst. Ja. Haben Leute schon mal hier sich einen Vorhang einbauen lassen? Kann man das? Nee. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht gehabt, aber das muss ja auch nicht unbedingt. Wir haben ja diese Two-Rooms-Geschichte, also den RB, den können wir uns ja vielleicht gleich mal als Hast du einen da? Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Also ich würde mich jetzt wundern, wenn der Kastenwagen. Ja, klar. Schauen wir uns gleich mal an, weil da habe ich genau dieses Zweiraumkonzept in einem Kastenwagen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gelöst. So, ich verweise übrigens bei diesem Video auf alle Videos, die wir gesehen haben. Machen wir mal kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben hier eine, ich sag mal, keine automotive Wohnmobileinrichtung, sondern eher so aus dem Apartmentbereich. Also es fühlt sich anders an, muss man sagen. Es ist viel offener. Ja. Wenn ich jetzt hier gerade ein tolles Auto, wenn ich alleine fahre, habe ich viel mehr Platz nach dem Duschen. Ich kann mich umziehen, habe die wichtigsten Sachen mit drin, habe aber trotzdem, und das muss man zeigen, hängende Kleiderschränke. Okay. Ich dachte, wo will er drauf hinaus? Genau. Ja, aber das ist nicht selbstverständlich. In einem Kastenwagen. Hab hier nochmal, ne, Kleiderschrank.
Wir sind auf 6 Meter, richtig? Dementsprechend, und hier habe ich auch nochmal Kleiderschrank, wo ich Sachen einbringen kann, die ich dann nach oben wegnehmen kann oder von hinten über den Kofferraum, wenn ich diesen Sichtschutz wegmache. Also, wenn ihr mehr über dieses Auto erfahren wollt, über diesen Grundriss hier, unter anderem natürlich über den Stauraum, den man hier geschafft hat, weil die Truma 6 ist tatsächlich unter dem Bett gebaut und nicht unter dem Schrank hier, also unter dem Sitz. Warte, ich habe den Tisch eben nach hinten geschoben. Ja, kann man einmal kurz nach da. Das ist kein Problem und jetzt geht es. Und dann hast du hier einen Stauraum, den sich viele Kastenwagenfahrer wirklich wünschen. Also ich glaube, du merkst den Unterschied erst dann, wenn du es nicht hattest, oder? Ja, genau. Man muss sich wirklich andere Fahrzeuge angeschaut haben, um zu sehen, wie ist es in anderen Fahrzeugen gelöst, die sicherlich auch alle einen tollen Job machen. Aber wir sind eben an solchen Stellen, haben wir wirklich jede Ecke genutzt, um hier nochmal ein nützliches Staufach ins Auto zu bringen. Ne? Bitte einmal kurz zeigen, die Frontscheibenverdunklung. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Es gibt die Fahrzeuge. Hast du auch Lagerbestand mit Automatik? Ich habe auch Lagerbestand mit Automatik. Ja, warum steht jetzt hier im Moment so ein großer... Warte eben, das kann ich so zumachen. Du hast eben gesagt, wieso steht jetzt hier gerade so ein hoher Bestand an Schaltfahrzeugen? Das liegt eben daran, wie die Fahrzeuge bei Fiat ins Band bzw. aus dem Band laufen. Und die ersten Produktionswochen für so ein neues Modelljahr sind dann halt eben mit Schaltgetriebe. Ist klar, die meiste Masse wird als Schaltgetriebe produziert, alleine als Transporter, klar, logisch. Und so ist es halt bei den ersten Fahrzeugen, die hier stehen, dass der Schalterbestand prozentual im Moment noch sehr hoch ist oder höher ist. Das wird sich aber jetzt im Laufe des Modelljahres drehen, weil bestellen tun wir in der Vororder, wenn möglich, immer Automatik. Sehr schön. Komm, Andreas, ich zeig's mal. Der Malibu Van 600 dBK Diversity Family 4.4 im Modelljahr 2022 mit dem wunderschönen Ducato 8 Cockpit, das also schon die Fans gefunden hat, aber bitte auch mal reinsetzen. Darf ich mal mit einer roten Nummer hier mit einem Mitarbeiter mal über schlechte Wege fahren in der Nähe von Jülich? Ja, das geht. Das geht. Jülich ist wie weit weg eigentlich? Jülich von hier aus 6 Kilometer. 6 Kilometer. Das ist euer Kreis. Ihr seid im Kreis Jülich? Nee, früher war das eine Kreisstadt gewesen. Dann gab es hier tatsächlich den Kreis Jülich. Wir gehören jetzt zu Düren. Aber wir haben zumindest wieder ein eigenes Kennzeichen, nämlich DN. JÜL. DN war Düren. Das gibt es wieder, JÜL? Ja, genau. Ich habe es auf meinem Auto drauf. Ich habe gedacht, das käme irgendwo aus dem Osten. Ostdeutschland. Das denken sehr viele, aber JÜL ist jetzt Jülich und das habe ich auch auf meinem PKW drauf. Jülich, sehr schön. Jülich. Komm. Genau. Wir machen mal ein bisschen Werbung dafür. Guckt euch bitte das Video von diesem Fahrzeug hier an. Da waren wir noch viel detaillierter. Denn das war, ich glaube, ein 45-Minuten-Video, wo wir jede Schraube umgedreht haben. Das ist ja fast baugleich. Und alle Fahrzeuge, die wir gefilmt haben, sind Stand heute am 8. November verfügbar. Und der Trick bei dir ist, dass du, also ich glaube, hunderte von Fahrzeugen vorgeordert hast, die dann eintreffen und die Leute sich wirklich ihr Wunschmodell, was sie denn sehen, auch zeitnah jetzt passt ja irgendwie der Satz nicht zusammen. Zeitnah übergeben bekommen. Wenn du noch mal ganz kurz die Kamera darüber schwenkst, da siehst du den Tisch, wo ich eben von gesprochen habe, mit dieser Leiste, die dann von hinten am Küchenblock hier angebracht wird. Die kostet irgendwie 50, 60, 70 Euro Aufpreis, ist also jetzt nicht die Welt. Die ist nachrüstbar? Genau, die ist nachrüstbar, ist überhaupt kein Problem. Dann kann ich den Tisch von innen aushängen und gerade hier einhängen. Ja? Genau, wenn du den mal kurz aushängst, denn wir haben ihn nämlich entliehen vom Diversity hier. Aber hier rausgeholt, dann machen wir das gerade zurück, dann kann unser Fuhrparkmanager, dann braucht der das gleich nicht zu machen. Ja, das ist so. Genau, alle Fahrzeuge übrigens mit Beleuchtung, was vielen wichtig ist, dass sie auch mal das Licht anmachen können. Und auf Wunsch, wenn man einen Termin macht, hat man sogar einen persönlichen Führer mit dabei, einen Guide, der einen hier über den Platz dann begleitet. Das muss nicht immer der Andreas Marein sein. Du bist auch schon mal hier? Ich bin auch schon mal da, natürlich bin eigentlich immer da, bin natürlich von Berufswegen sehr viel beschäftigt, bin aber auch ständig hier auf dem Handelsplatz mit unterwegs. Ja. Ja, hier vorne steht er, 6 Meter, bei dem ich dachte, es wäre 6,40 Meter, aber nein, es macht die Markise, die gibt dem so eine etwas längere Optik hier, die mit dabei ist. Wenn du ja jetzt warte, ganz kurz, ich muss gerade noch mal für die Off-Moderation, Malibu Van 600 dBK Diversity Family 4.4 und Preis 70.474 Euro. Ja, ich komme zu dir. Lieber Sven, komm mal
zu mir. Mein lieber Wenn Andreas. du jetzt hier von der Seite aus drauf schaust nochmal, weil du Ja. die beiden Fahrzeuge immer verwechselst. 600er und 640er, die sind eigentlich vom Radstand und alles sind die exakt gleich. Der 640er ist nur hinten, hinter der Achse. Ja. Da ist der genau um diese 40 cm länger. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du das auch, dass das hinten viel, viel größer ist. Und er hat da noch ein beleuchtetes Katzenauge, was der 600er nicht hat. Ach, der muss das haben wegen der Länge. Ich glaube, ab 6 Meter Länge bauen die Seiten. Korrekt. Seitenweg. Und somit können wir zwei Laien das zukünftig auch tatsächlich entdecken. Ist es ein 600er oder ein 640er? Jetzt weiß ich Bescheid. Ich Achter. kenne mich aber nicht aus damit. Ja, ist ja gut. 8. November 2021. Der absolute Spezialist für Kastenwagen, Andreas Marein, weiß noch viel mehr als seine 2 Verkäufer, die nur Kastenwagen machen. In Ordnung. Nein, das stimmt nicht. Nein, die sind schon gute Jungs. Kommt nach, wie heißt der Ort hier? Aldenhofen, also um genau zu sein, Dürr-Boslar, aber merkt euch nur Aldenhofen, direkt an der A44 mit eigener Autobahnabfahrt. Und eigenem Stellplatz, hätte ich fast gesagt. Eigenem Stellplatz, also wir haben einen jüdischen Stellplatz, der stark von uns gesponsert ist, wie auch in Linnich, aber auch hier bei uns auf dem Handelsplatz kann man übernachten. Da sollte man nur vor 18 Uhr da sein, dass der Kunde nicht vor dem verschlossenen Tor steht, das ist überhaupt kein Problem. Sondern drin. Ja, genau. Und weitere Infos zu den Exponaten, die hier stehen, unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marein Caravaning oder auch auf unserem YouTube-Kanal Womo Scout. Wow. Nehme ich jetzt mal so mit. Tschüss.